leckere Recipes. Habt ihr schon mal bei einem Inder zu Hause ein selbstgemachtes Curry gegessen? Falls nein, dann ist dieses Rezept genau das Richtige für euch. Denn heute gibt es bei uns ein Basic Chicken Curry. So wie wir es zu Hause am liebsten essen, kommen immer Kartoffeln rein. Dafür werde ich die Kartoffel in die Hälfte schneiden und für eine halbe Stunde in kaltes Wasser einlegen. Danach werde ich sie ein bisschen anbraten. Schälen brauche ich sie nicht. Wie ihr sehen könnt, das ist eine sehr junge Kartoffel mit einer ganz dünnen Schale und wir finden, das schmeckt besonders lecker. Während die Kartoffeln im Wasser ziehen, können wir schon mal die Soßengrundlage vorbereiten. Dazu werde ich die frischen Zutaten, Tomaten, Zwiebeln, Knoblauch, Ingwer und grüne Chilis zusammen in den Mixer pürieren. Ingwer, Knoblauch und Zwiebel sind jetzt schon im Mixer. Die bringen so eine aromatisch herzhafte Note in unser Curry. Gehört übrigens in fast jedes Fleischgericht. Als nächstes mache ich hier die groben Tomaten rein. Die geben dem Curry so eine leicht süß-säuerliche Note und ein bisschen fruchtig schmeckt das auch. Fehlt noch was Scharfes, und zwar unsere Lieblingschilis, diese grünen hier. Da müsst ihr bitte gucken, wie viele ihr da reinmachen wollt. Oh, das riecht so gut. Läuft sofort ein bisschen Wasser im Mund zusammen. Ihr denkt jetzt vielleicht, um Gottes Willen, was macht sie da? Was haut sie da für Chilis rein? Wir dachten, es wird mal wirklich Zeit, dass wir was richtig Scharfes kochen. So wie wir das zu Hause auch oft essen. Zur Hilfe mache ich noch ein bisschen Wasser bei uns rein, damit sich das hier besser mixen lässt. Und wir haben ja jetzt frische Tomaten genommen. Das machen wir am liebsten. Kochen lieber mit möglichst frischen Zutaten. Und damit es noch ein bisschen aromatischer wird und von der Farbe her besser wird, mache ich jetzt noch Tomatenmark rein.
Sehr gut. Oh, man riecht schon die Zwiebeln. Wenn ich zu viel davon rieche, werde ich gleich wieder anfangen zu heulen. Die Kartoffeln habe ich nach ihrem Wasserbad abgetrocknet und ein bisschen mit Salz und Kurkuma bestäubt. So können sie schon mal Geschmack annehmen, wenn ich sie anbrate. Ghee mit rein, das schmeckt noch besser. Wenn ihr kein Ghee zu Hause habt, dann könnt ihr auch neutral schmeckendes Öl nehmen, zum Beispiel Rapsöl oder Sonnenblumenöl. Jetzt kann ich die ersten Gewürze hinzufügen, und zwar die Basic-Mischung von unserem Garam Masala. Die besteht aus Zimt, Kardamomkapseln, grünen Kardamomkapseln und Nelken, und die drei sind quasi auch Best Friends. 2 Lorbeerblätter, die runden das Ganze quasi ab. Und bevor das Ganze verbrennt, kommt sofort was von unserer Paste rein. Wenn ihr mit Gewürzpulvern arbeitet, dann könnt ihr das auch so machen. Ihr macht erst ein bisschen von dieser Paste rein und lasst das Wasser etwas verdampfen. Und dann macht ihr erst eure Gewürzpulver rein. So kann es nicht verbrennen, aber es bratet halt ein bisschen mit und es schmeckt viel besser. Jetzt ein bisschen verdampftes Wasser. Ich habe jetzt nämlich hier noch unser Kurkuma und das kann ich jetzt hier reinmachen. Jetzt haben die Gewürze schon mal ihre Aroma entfaltet. Deshalb kann ich jetzt den Rest dazu machen. Und jetzt kann ich das Salz reinmachen. Und ruhig mit hoher Hitze arbeiten. Das braucht nämlich noch eine Weile. Ich zeige euch gleich, wie die Masala-Soße ausschauen soll, damit das Hähnchen dann rein kann. So, jetzt sind gute 10 Minuten vergangen und ich habe immer wieder mit dem Holzlöffel geschaut, dass nichts anbrennt, weil wir arbeiten ja mit sehr hoher Hitze. Das brauchen wir schon. Und jetzt könnt ihr mal schauen, wie die Masala-Soße ausschaut. Ihr sehen könnt, Wasser ist verdampft und es ist eine dicke Paste geworden. Und dieses Geräusch, dieses Fischgeräusch, ist jetzt genau das Wichtige. Es brennt auch nicht an und jetzt kann ich quasi das Huhn darin einlegen. Wir haben hier schon ein ganzes Huhn zerteilt. Wir finden nämlich, bei einem Chicken Curry schmeckt es immer besser, wenn quasi das ganze Huhn verarbeitet wird. Das gibt dem Ganzen noch viel mehr Geschmack. In einem Restaurant hat man halt nicht so viel Zeit, weil Hähnchenbrust natürlich schneller da ist. Aber glaubt mir, euch fehlen bestimmte Geschmacksstoffe. Und es lohnt sich wirklich, wenn ihr sowas zu Hause macht, ruhig ein ganzes Huhn nehmen. Jetzt kann ich mit der Hitze auch schon etwas runtergehen. Ich habe hier 9 Stufen. Anstatt 7 gehe ich jetzt auf 5 oder 6. Ich muss halt gucken, dass es immer noch angebraten wird, aber halt nicht anbrennt. Ihr habt ja gesehen, die Vorbereitung von diesem Gericht ist sehr, sehr simpel. Wir haben hier quasi im Mixer nur die Soßengrundlage hergestellt. Was wirklich das Geheimnis ist, ist die Zeit, die ihr für die Masala-Soße in der Pfanne verwendet. Also quasi mit den Gewürzen zusammen. Denn nur dann bekommt ihr wirklich diesen Originalgeschmack hin. So, jetzt hat es genug gebraten. Jetzt kann ich ein bisschen von dem Joghurt hinzufügen. Ich habe mir hier einen ganz milden Joghurt genommen, weil die Tomaten sind ja schon ein bisschen sauer. Falls ihr keinen Joghurt möchtet, könntet ihr auch einfach Kokosnussmilch verwenden. Schmeckt auch super, super lecker. Ich mache jetzt so ein bisschen rein.
Der kocht quasi mit in der Masala-Soße. Okay. Und nicht zu oft umrühren, nur unterheben und darauf achten, dass nichts anbrennt. Kleines bisschen Wasser mit. Es kommt immer drauf an, wie viel Wasser das Huhn selbst verliert. Okay. Jetzt kommt der Deckel drauf bei mittlerer Hitze. Und ich würde sagen, ja, so 30, 40 Minuten sollte das Ganze langsam vor sich hin köcheln und nur ab und zu mal gucken, dass nichts anbrennt und mit dem Holzlöffel ganz leicht wenden. Unser Chicken Curry hat 40 Minuten vor sich hin geköchelt und dann habe ich die Hitze ausgemacht und nochmal 10 Minuten einfach bei Resthitze ziehen lassen. Jetzt muss ich mal gucken, wie das Ganze geworden ist. Perfekt, so muss das Ganze ausschauen, ein Original Chicken Curry. Nicht wundern, hier hat sich Öl abgesetzt, aber das muss so sein. Das heißt nämlich, die ganzen Gewürze haben die ganzen Aromastoffe an die Soße abgegeben. Diese Aromastoffe sind nämlich öllöslich. Wenn euch das stört, könnt ihr das natürlich jetzt ganz vorsichtig abschöpfen. Aber ganz ehrlich, so schmeckt es uns am besten. Jetzt kommt der Geschmackstest. Ich nehme mir erstmal ein bisschen von der Soße. Und dann natürlich ein bisschen von der Kartoffel. Butterweich ist die Kartoffel, also wirklich lecker. Das ist ein Muss in jedem Chicken Curry. Dazu passt sehr gut ein einfaches Chapati. Rezept verlinken wir euch hier. Oder ganz normaler Reis, also ohne viel Schnickschnack. Wir hoffen, ihr seid bei dem Rezept gut mitgekommen, weil, wenn ihr das beherrscht, kann ja gar nichts mehr schief gehen. Habt ihr gesehen, das waren sehr, sehr basic Zutaten, aber ihr könnt es variieren, wie ihr möchtet. Zum Beispiel könnt ihr anstatt Joghurt Kokosnussmilch verwenden oder das Ganze mit Sahne verfeinern. Natürlich könnt ihr auch andere Gewürzmischungen verwenden, also lasst eurer Fantasie freien Lauf. Wenn euch das Video gefallen hat, dann schreibt uns auf jeden Fall in die Kommentare. Und wenn ihr noch mehr wissen wollt, wie wir zu Hause kochen, dann abonniert unseren Channel. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!